aus Neuss vom 47. auf den 45. Platz in der Tennis-Weltrangliste. Sie rühren wieder im Unterholz. Die Elite der internationalen Rallye-Szene trägt derzeit den 13. und letzten Lauf zur Fahrer- und Markenweltmeisterschaft durch England aus. Nach einer spannenden zweiten Etappe liegt das finnische Toyota-Team Kankunen und Pironen bei der RAC-Rallye durch England, Wales und Schottland nach zwischenzeitlichem Führungswechsel wieder in Front. Nach 23 von 55 Wertungsprüfungen haben die Finnen mit 2 Stunden und 6 Minuten einen Vorsprung von 19 Sekunden auf ihre spanischen Markenkollegen Sainz und Moya. Auf Platz 3 folgen weitere 10 Sekunden zurück die Ja, Sonnenaufgang in der Karibik, man tanzt Lambada und das die ganze Nacht und auch noch am frühen Morgen. Klingt gut, ne? Richtig lebensfroh und fröhlich. Wie geht's denn weiter im Frühstücksfernsehen von RTL Plus? Um 7:12 Uhr, Mauer wird in die USA verkauft, ein Interview zur Situation in Berlin. 7:14 Uhr gehen wir nach Bonn, die Grünen und die DDR. 7:19 Uhr Polen. Gastarbeiter in der DDR und um 7:20 Uhr stellen wir Ihnen einen neuen Beruf vor, Satellitenpilot und wie man es werden kann. Um 7:25 Uhr dann das Porträt eines Diktators, nämlich des Herrn Ceausescu, des Altstalinisten aus Rumänien. Und um 7:30 Uhr geht es dann weiter mit den Nachrichten. Jetzt schalten wir erst einmal um zum European Business Channel. Ein Bericht über den Einen schönen guten Morgen, die Nachrichten. Am zweiten Tag seines DDR-Besuchs trifft Kanzleramtsminister Seiters heute Vertreter aus Kirche und Opposition. Gestern führte er mit DDR-Staats- und Parteichef Krenz sowie Ministerpräsident Modrow erste Gespräche. Seiters erneuerte das Hilfsangebot der Bundesregierung, sofern wirtschaftliche und politische Veränderungen eingeleitet wurden. Thema war auch die Erleichterung von DDR-Reisen für Bundesbürger. Mit freien Wahlen in der DDR könne, so Seiters, frühestens im Herbst 1990 gerechnet werden. Auf den DDR-Besuch von Seiters gehen wir noch ausführlicher im Laufe unserer Sendung ein. In der DDR haben gestern wieder Hunderttausende für tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen demonstriert. Allein in Leipzig versammelten sich über 200.000 Menschen. Sie forderten freie und geheime Wahlen und die Aufgabe des Führungsanspruchs der SED.
Auch in anderen Städten wurde demonstriert. Zu einer Menschenkette quer durch die DDR hat das neue Forum in Karl-Marx-Stadt aufgerufen. Die Bürger der DDR sollten sich dazu am kommenden Sonntag um 15 Uhr zusammenfinden. Geplant ist eine Kette von Fichtelberg bis nach Kap Arkona und von Wartburg bis zur Neiße. Sie richtet sich gegen den Führungsanspruch der SED. Staats- und Parteichef Krenz wurde aufgefordert, sich am Sonntag einzureihen. Mehr als 200.000 Menschen hatten sich gestern in Prag zur größten Protestkundgebung in der Geschichte der CSSR versammelt. Erstmals fanden auch in anderen tschechischen Städten Demonstrationen statt. Eure Stunde hat geschlagen, riefen die Demonstranten auf dem Prager Wenzelsplatz. In Sprechchören forderten sie immer wieder den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. Die Polizei hielt sich zurück und versperrte nur den Zugang zu einigen Moldaubrücken. Unterdessen hat die tschechische Regierung Gesprächsbereitschaft signalisiert. Allerdings seien antisozialistische Demonstrationen nicht geeignet, die Lage zu entspannen. Rhythmisches Klatschen der rumänischen Delegierten beim Parteitag in Bukarest. Insgesamt 125 Mal unterbrachen sie die Rede von Staats- und Parteichef Ceausescu mit Beifall. Der 71-Jährige, der das Land seit 1965 mit eiserner Faust regiert, lehnte in seiner Rede jegliche Reformen ab. 5,5 Stunden lang pries er die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Errungenschaften. In Rumänien herrscht seit Jahren Mangel an sämtlichen Versorgungsgütern. Außerdem werden die Menschenrechte verletzt. Wir kommen zu den aktuellen Börseninformationen. Der Nikkei-Index kletterte in der ersten Börsenstunde in Tokio auf 35.945,12 Punkte. Die Vergleichswerte aus New York und Frankfurt. Abwärts ging es mit dem Dow Jones-Index 2632,04 Punkte und aufwärts beim FATS-Index mit 648,86 Punkten. Die amerikanische Währung musste in Tokio Einbußen hinnehmen. Eine Mark 83,44 kostete in der ersten Börsenstunde der Dollar. Zum Vergleich die Werte aus New York und Frankfurt, auch an der Wall Street hat der Kurs nachgelassen. Eine Mark 83,42. In Frankfurt dagegen musste für einen Dollar eine Mark 84,21 ausgegeben werden. Der Aufwärtstrend beim Goldpreis hält an. Die Feinunze kostete gestern in London $396,50. Und hier die Wettervorhersage für Berlin. Die Sonne lässt sich bei uns heute nicht sehen. Auch nach Nebelauflösung bleibt es dunstig trübe. Die Temperatur erreicht nur 5 Grad. Im Berliner Raum eine Meldung für die Autofahrer. Sichtbehinderung durch starken Nebel verbunden mit Reifglätte. Wer seit 6 Uhr heute Morgen schon eingeschaltet hat, der hat gesehen, dass hier bei uns in der Maske aus der Grundlage, die wir vorgefunden haben, nämlich aus Nicoles Stoppelputz, dies hier geworden ist. Frau Renate Dicko aus Spandau hat diese Frisur hergestellt. Können Sie uns mal verraten, wie Sie das gemacht haben? Ja, ich habe versucht, aus einer Kurzhaarfrisur für jemanden, der ausgehen will, eine kleine Party oder zum Ball, in Gladbach an einen Korb und sagte, er wolle nie mehr Trainer in der Bundesliga sein. Die Liste der Nationen für die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 ist endlich komplett. Als letzter Teilnehmer qualifizierten sich die USA durch ein 1:0 über die Mannschaft von Trinidad-Tobago. Das goldene Tor für die Amis schoss Paul Caligiuri, der in Deutschland beim Hamburger SV, in der Bundesliga und beim SV Meppen in der 2. Liga gespielt hatte. 24 Länder spielen vom 8. Juni bis zum 8. Juli im nächsten Jahr in Italien um die Weltmeisterschaft. Soweit die Meldungen aus Politik, Wirtschaft und Sport. Und jetzt Meldungen vom Wetter und das mit Rita Werner. Guten Morgen mit Sat 1. Ich soll das Wetter heute Morgen so machen, also mache ich das so. Es ist 6:35 Uhr, auf wie wieder zum Morgenwetter. Wie schaut es aus? Hamburg bedeckt, Hannover wolkenlos, Berlin Nebel, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und auch München wolkenlos. Die Temperaturen im Augenblick zwischen -1 und +7 Grad. Die Meldung aus Österreich, guten Morgen. Wien Hochnebel +1 Grad, Salzburg Nebel -3, Klagenfurt Bodennebel -4 und Innsbruck wolkig -1 Grad. Die Meldung aus der Schweiz, Zürich
Nebel +2, Basel bewölkt +2, Genf bewölkt +5 und rüber zur nächsten Karte. Wie schaut es heute am Tage aus? Wieder einmal haben wir über den Niederungen heute zum Teil lang anhaltenden Nebel, so auch in Österreich. Im Tagesverlauf ziehen heute von Norden und Westen Wolken auf und es kommt vereinzelt zu Regenschauern. Ansonsten ist die Wetterlage allgemein heiter bei Werten zwischen 3 und 10 Grad. Das Wetter heute in Berlin. Schönen guten Morgen, liebe Berliner. Es ist anfangs sonnig, später zeitweise wolkig, bei Höchstwerten um 3 Grad. Die Meldung aus Österreich. Nach Auflösung des Frühnebels soll es überwiegend sonnig werden. Nur im Westen und im Südwesten bleibt es wolkig. Das Thermometer zeigt Werte bis zu +8 Grad an. Die Wetterlage der Schweiz, wolkig und regnerisch, was Besseres kann ich Ihnen nicht bieten. Die Werte heute am Tage zwischen 2 und 6 Grad. Das war der zweite Blick auf die Wetterkarten von heute. Es ist 6:37 Uhr, ganz genau. Wir machen weiter mit einem wunderbaren Oldie. Hier ist Roy Orbison mit Pretty Woman. Bis nachher. 6 Uhr und knapp 40 Minuten, 10 Minuten nach 6:30 ist es, liebe Zuschauer. Nun kommen wir zu einem wahrhaft königlichen Thema, zu einem königlichen Spiel, nämlich zum Schachspielen. Wie vorhin um 6 Uhr schon angekündigt, wollen wir heute Morgen mit 5 Kindern und einem Schachgroßmeister Schach spielen und dieses Spiel den jüngeren oder auch den erwachsenen Zuschauern ein bisschen näher bringen. Und ich begrüße jetzt zunächst mal 5 Kinder bei uns im Studio. Da sind die Carina, der Martin, der Nico, der Helge und der Henning. Und alle kommen vom TV Sottrum, von der Schachabteilung TV Sottrum. Carina, ist das richtig so gesagt? Ja, das ist richtig. Wir haben, genauer gesagt, der SC Sottrum, der Schachclub Sottrum. Aha, habe ich schon das erste. Ja. Carina, darf man fragen, wie alt du bist? 12. Wann geworden? Heute. Donnerwetter. Herzlichen Glückwunsch. Oh, eine Rose von mir, eine gelbe. So, und ich begrüße bei uns im Studio auch Dr. Helmut Pfleger, Schachgroßmeister. Herr Dr. Pfleger, guten Morgen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Herr Dr. Pfleger, ich habe gesagt Schachgroßmeister von Groß-Berlin, Groß-Gerau oder was heißt Schachgroßmeister? Nein, nein, von der ganzen großen Welt. Also Schachgroßmeister ist ein Titel vom Weltschachbund, der wird von dem verliehen. Also insofern bin ich weltweit Großmeister. Ja. Was muss man aber tun? Was muss man gewinnen, um Schachgroßmeister zu werden? Mei, das ist sehr schwer zu sagen. Man muss einfach wirklich in sehr guten Turnieren sehr gute Resultate erringen. Da gibt es ein bestimmtes Bewertungssystem und nach dem wird einem dann der Titel verliehen. Mhm. Und Sie haben angefangen mit 6 Jahren Schach zu spielen. Ja. Warum damals? Mein Vater war ein begeisterter Schachspieler und ich habe ihm also einfach zugeschaut und es war für mich interessant, wie der da die Klötze schiebt. Und so langsam durchs Zuschauen habe ich es dann gelernt und dann habe ich also auch schon meine ersten Schritte gegen ihn da unternommen. Natürlich am Anfang mit noch kläglichen Erfolg, aber dann ging es so langsam besser und mit 10 Jahren zum Beispiel, da habe ich schon in der Bamberger Mannschaft, in der Männermannschaft mitgespielt, war bei den Jugendlichen damals und es ging bis 18 Jahren schon einer der Besten und natürlich der Erfolg, der beflügelt dann auch. Ja. Helge, wie alt bist du? 13. Und spielst seit wann Schach? Seit wann? Ja, ungefähr seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Ja. Warum spielst du denn nicht Fußball oder Tennis? Spielt doch jeder Junge eigentlich. Was ist für dich so das Reizvolle am Schachspielen? Ja, erst der Denksport und auch macht Spaß. Denksport und macht Spaß? Ja. Heißt das, Nico, dass man, ist das denn nun wirklich ein Sport, Schachspielen? Oder ist das mehr so eine Entspannung oder muss man tatsächlich auch körperlich einigermaßen fit sein? Also mehr Hobby, mehr Geisteskraft und das. Also körperlich musst du nicht so allzu viel tun dafür? Nee. Und bei Martin, wie ist das bei dir? Wie bist du zum Schach gekommen, Martin? Tja, also ich habe, als ich klein war, gern Schach gespielt und dann... Als du klein warst, hast du Schach gespielt? Ja, also erste Versuche. Ja, eben. Und dann hat man mir mal gesagt, dass du Talent hast wahrscheinlich? Eben. Ja? Und dann, dass ich da mal hingehen soll zum Schach. Und Henning, wer ist dein wichtigster Gegner? Erzähl mal. Also, eigentlich spiele ich eigentlich gegen jeden. Und gegen Papa und Mama auch? Nee, eigentlich nicht. Überhaupt nicht? Spielen die gar nicht Schach? Nee. Die spielen gar nicht? Nein. Und du hast ja noch Brüder, spielen die Schach? Ja, der eine, aber der andere nicht. Aber auch nicht doll. Doch, der eine ist im Schachclub, aber sonst... Ja. War das denn der Auslöser, dein Bruder, dass du zum Schach gekommen bist? Ja, eigentlich schon. Also irgendwo ein Vorbild muss man schon haben. Gibt es denn, Nico, gibt es bei dir ein Vorbild, zum Beispiel unter den internationalen Schachgroßmeistern? Wen findest du besonders toll? Ja, Karpov. Papa? Karpov. Karpov, ich hab verstanden, Papa. Entschuldige, also Karpov, der Weltmeister, ist für dich der ganz Große, der Beste.
Herr Dr. Pfleger, wir wollen uns heute so ein bisschen beschäftigen, zum einen mit Simultanschach. Und Sie wollen so ein paar Partien gegen die Kinder spielen. Was ist eigentlich das Reizvolle, das Besondere am Simultanschach? Ja, dass also sehr viele gleichzeitig mitspielen können. Also man kann simultan nicht nur jetzt gegen 5 Kinder spielen, sondern eventuell gegen 20, gegen 40, ja gegen 60 Gegner gleichzeitig. Und alle können also gegen einen sehr guten Spieler dann teilnehmen. Wann haben die schon mal Gelegenheit, also gegen Großmeister zu spielen? Und gleichzeitig ist es aber auch für den eine Herausforderung, weil er muss ja blitzschnell von Brett zu Brett gehen und kann also immer nur vielleicht 1-2 Sekunden Blick aufs Brett werfen und muss dann ziehen, also sich schnell entscheiden. Und insofern also gehen bei so einem Simultanschach also auch etliche Partien für mich oder für einen anderen Großmeister verloren. Das will ich heute hoffen. Ich hoffe, das klingt nicht zu despektierlich. Liebe Kinder, nehmt Platz, ran an eure Bretter und dann gehen wir mal von Brett zu Brett, Herr Dr. Pfleger, und Sie können vielleicht den einen oder anderen Satz sagen. Carina, komm, ich nehme dir mal die Blume ab, bekommst du nachher wieder, damit du jetzt in Ruhe spielen kannst. So, das ist die erste Partie mit der Carina. Und mit Carina, wir spielen also heute auf einem ganz besonderen Brett. Ich weiß nicht, ob es da deshalb kommt, weil sie Geburtstag hat, aber ein sehr schönes mit Elfenbeinfiguren. Und bisher hat Carina also sehr gut standgehalten, hat sich sehr solide aufgebaut. Also da ist schwer ein Ansatzpunkt für mich, also irgendwo hier dieses feindliche Lager da zu stürmen. Schach ist ja auch wirklich ursprünglich ein Kriegsspiel. Ich werde also weiterhin ganz vorsichtig mit dieser Carina spielen, also da wirklich nicht ihr allzu nahe kommen, bevor sie mir ernst auf die Finger gibt im übertragenen Sinne. Vielleicht darf ich jetzt mal Turm mir 1 da. einen Satz fragen, Carina, zu dem Brett. Was ist das für ein Brett? Wo kommt das her? Das kommt aus Ägypten und das ist, ja, wie gesagt, aus Elfenbeinknochen geschnitzt, also ist sehr, sehr empfindlich. Aber mit dem spielst du auch nicht jeden Tag, ne? Nein, nee, nein. Das dachte ich mir. Herr Dr. Pfleger, dann sind wir bei Martin. Ja, bei Martin, der spielt also auch wirklich sehr gut und er hat also schon, ich habe einen Bauern geopfert, der hat ihn natürlich also auch gleich weggefressen da, an mir nichts, dir nichts, ja. Und ich muss jetzt schauen, ich kann den Bauern hier, den im Moment hier mehr hat, da wieder, eventuell wieder hinterherlaufen. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann zurückerobere, aber bisher ist also das eine ganz ausgeglichene Stellung. Und ich muss also erst mal schauen, dass ich wirklich hier heil über die Runden komme da. Wenn Sie sagen, er hat Sie haben einen Bauern schon opfern müssen, es ist natürlich nicht so, wie mein Sohn und ich zu Hause Schach spielen. Wer zuerst alle Figuren vom anderen geklaut hat, hat gewonnen. Nee, das ist Fress- oder Räuberschach, das ist eine ganz andere Art. Nein, also wir haben es also gerade eher umgekehrt, würde ich sagen. Ja, dann sind wir beim Nico. Ja, bei Nico ist es so, dass ich habe mit meinem letzten Zug seine Dame angegriffen. Und das ist natürlich gefährlich und also auch schon mit meiner Dame seinem König einen Schach gegeben. Andererseits hat Nico durchaus Gegenchancen. Also seine Dame schaut bedrohlich da hier auf meinen Bauern da, will also auch meinem König nahe kommen. Vielleicht kommt der Turm hier hin, greift meine Dame an. Also hier ist also wirklich auch noch nicht aller Tage Abend. Wer ist hier jetzt am Zuge, Nico oder Sie? Nico ist am Zuge. Ich habe gerade seine Dame angegriffen. Deinen nächsten Zug, Nico, hast du dir schon überlegt? Ja. Ich nehme die Dame runter bis hierhin. Willst du mal machen? Schach. Aha, Herr Dr. Pfleger. Ja, ja. Denken Sie mal nach. Gut, dann kommen wir zum Helge. Wie sieht hier die? Ja, auch da, das ist also jetzt der letzte Zug war hier den Läufer schlagen, seinen Läufer, und er wird den Läufer natürlich sicher jetzt wieder nehmen. Ach so, um Gottes Willen, ich hätte ihm nichts verraten sollen vielleicht. Aber das ist eigentlich wirklich ganz klar. Der nimmt den Läufer dann wieder. Und auch da bisher hat er sich sehr ordentlich gehalten. Nichts Besonderes los. Da hat er dir nichts verraten, das wusstest du, Helge? Ja, das wusste ich schon. Ja, ist doch völlig klar. Henning, so, jetzt bei Henning? Ja, und bei Henning, da habe ich so kleine Vorteile, weil er immerhin so einen lästigen Doppelbauern jetzt hat hier am Königsflügel. Und sowas hat man nicht so gerne, so Doppelbauern, die so zersplittert sind. Andererseits hat er auch schon seine Figuren entwickelt. Und man muss auch schauen, er hat ein Läuferpaar. Vielleicht kann er mal mit den Läufern dann gewaltig übers Brett huschen, das weiß man alles nicht. Ich dafür habe so die Kavallerie noch intakt. Also da muss man auch noch abwarten. Wir werden sehen, was kommt. Herr Dr. Pfleger, für den Augenblick herzlichen Dank. Die Kinder werden jetzt weiter mit Ihnen gegen Sie spielen und wir werden sehen, wie es aussieht. Also sind hier erstmal zumindest beim Nico Schach. Das ist ein Schach und jetzt muss der König reagieren. Der muss also jetzt eins nach vorne gehen. Und dann steht zum Beispiel mein Turm hier hinten, also auch wirklich frei zum Pflücken. Wir werden die Partie verfolgen. Für den Augenblick herzliches Dankeschön. Weiter viel Glück den Kindern. Und liebe Zuschauer, wir kommen jetzt zu einem Programmhinweis. Und zwar einem Programmhinweis betreff
das Ende unseres Monats November. Da nämlich beginnt am 28. in New York das Tennis Masters Turnier der 8 weltbesten Tennisspieler. Und Boris Becker hat im vergangenen Jahr dieses Turnier ja gewonnen. Wir sind natürlich Sat.1 live dabei und ihn jetzt schon mal so ein bisschen Appetit machen. Tennis Masters der Herren. Die 8 Besten der Welt. Exklusiv in Sat.1. 6 Tage Supertennis. Live aus New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Im New Yorker Madison Square Garden trifft Titelverteidiger Boris Becker auf härteste Konkurrenz. New York, and find I'm a #1, top of the list, king of the hill, a #1. Aufschlag am 28. November um 22:30 Uhr in Sat.1. Ein paar Tage haben wir also noch Zeit, aber es ist ja gut zu wissen, dass Sat.1 für Sie am gelben Ball ist. 6 Uhr und 15 Minuten, 10 Minuten vor 7 Uhr, die Presseschau mit Christiane. Wochenlang war die DDR das Hauptthema in den Nachrichten in der Presseschau und sie wird es sicherlich auch noch ein bisschen bleiben. Aber auch in einem anderen Ostblockland tut sich einiges in der Tschechoslowakei. Dazu die Südwestpresse Ulm. In Prag fängt es an wie vor 6 Wochen in Ostberlin und Leipzig. Erst schlägt die Polizei auf nach Freiheit rufende Demonstranten ein. Dann muss sie erleben, dass diese sich von der Staatsmacht nicht mehr einschüchtern lassen und in immer größerer Zahl auf die Straßen gehen. Zum gleichen Thema die Nordsee-Zeitung. Vor 21 Jahren, als die Länder im Osten noch ein festgefügter Block waren, gelang die Niederschlagung des Aufstandes. Heute aber, wo Michail Gorbatschow im eigenen Land auf Umgestaltung und Offenheit setzt, kann Prag nicht mehr auf die Unterstützung aus Moskau rechnen. Diese Zeiten sind längst vorbei. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch in der CSSR das Volk seine Forderung durchsetzen und damit die längst fällige Wende einleitet. Das Regime in Prag ist gut beraten, wenn es sich dem für in schmerzlichen Prozessen nicht widersetzt, sondern die richtigen Konsequenzen zieht. Konsequenzen gezogen hat in Bezug auf die CSSR auch Egon Krenz, Staats- und Parteichef der DDR. Dazu die Westdeutsche Zeitung. Wie schnell der Sturz der Unbelehrbaren vom Thron erfolgen kann, wenn das Volk endlich die Angst abgelegt hat, das hätte ein Egon Krenz dem Genossen Jakesch bei dem für heute geplanten Besuch aus eigener Erfahrung erzählen können. Doch der findet nicht mehr statt. Krenz hatte wohl ein Gespür dafür, dass Politiker mit Leichengeruch nutzlose Gesprächspartner sind, zumal der neue SED-Chef selbst nicht sicher sein kann, die nächsten Wochen in seinen Ämtern zu überleben. Soweit die Presseschau und nun geht's weiter mit Wolf-Dieter Herrmann. Vielen Dank, Christiane. 6:52 Uhr, 8 Minuten vor 7 Uhr, liebe Zuschauer. Wir wollen jetzt zu einem Thema kommen, dessen Brisanz auf den ersten Blick gar nicht so deutlich erkennbar ist. Ein Thema aber, das sehr heftig diskutiert wird, und zwar nicht nur im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein, sondern bundesweit. Es geht um den Entwurf des neuen Richterwahlgesetzes der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Und ich begrüße jetzt dazu eine Gesprächspartnerin. Dass wir mit der Politik, die wir nun seit gut einem Jahr führen, wieder Tuch. Ich würde sagen, die Radfahrer haben da nichts zu suchen. Also die müssten da weg, denn das wird langsam dann kriminell. Denn die gucken ja nicht, die fahren da einfach rauf. Also ich würde sagen, die gehören da nicht hin. Können Sie mir gerade sagen, wie ist Ihre Erfahrung mit der Busspur auf der Hardenbergstraße? Im Grunde genommen ist die Erfahrung bisher sehr gut verlaufen. Die wird normalerweise von den Bürgern auch akzeptiert. Allerdings, was uns große Sorgen macht, ist das Gehwegparken. Das Gehwegparken bedeutet, dass die Fahrzeuge durch die Busspur müssen zum Parken oder auch wieder sich in den fließenden Verkehr einzureihen. Und das ist also nicht gerade so sehr schön. Nach 1,5 Monaten also ein durchaus gemischtes Echo auf die neuen Busspuren. Pünktlicher ist die BVG nach eigenen Angaben geworden. Wie sich die Koexistenz von Bussen, Taxis, Radfahrern und PKWs weiter gestaltet, wird vor allem von der Disziplin aller Verkehrsteilnehmer abhängen. Arbeiten.
Ihrem ersten Heimspielauftritt im Berliner Trikot sah man gespannt entgegen. Im Spiel gegen Eintracht Minden dirigiert sie ihre Abwehr wie eine Alte. So oft in diesen Tagen freien Eintritt. Ein Blick noch auf die weiteren Veranstaltungen von Nord. Jusqu'au nord de Bordeaux à peu près, hein, et puis sur la Corse, c'est tout. Partout, une couverture nuageuse, mais sous cette couverture, eh bien, il fait plus doux. 13 à Clermont-Ferrand actuellement. Toujours une petite poche d'air frais, ici sur le nord-est, -1 à Cherbourg. Pourquoi est-ce que j'ai dit Cherbourg alors que c'est Strasbourg? -1 à Strasbourg actuellement, mais parce qu'il y a un petit peu plus de nuages. Alors en cours de journée, ces pluies vont avancer, on les retrouve à midi pile, les pluies seront sur Brest jusqu'aux Alpes-Maritimes, donc un ciel couvert, des pluies qui pourraient être fortes, attention, sur les Cévennes, c'est la saison, des pluies qui pourraient être accompagnées d'orages sur l'ensemble des régions situées le long du pourtour méditerranéen, de la pluie également sur la Corse, du vent de sud-est, jusqu'à 70 km à l'heure. Après le passage de ces pluies, retour d'un tout petit peu de soleil sur le sud-ouest, mais ici une nouvelle perturbation attend d'arriver sur le sud-ouest et une fois de plus de traverser le pays. Alors les perturbations actuellement traversent le pays ainsi, ce qui explique la douceur. Et encore aujourd'hui, 20 degrés à Biarritz. Vous imaginez 14 à Paris comme hier. Oui, je m'arrête. À tout à l'heure. À 2 minutes du journal, on fait une petite pause, on regarde une pub et on se retrouve après. La vie moderne a ses inconvénients. Le problème de transit intestinal, par exemple. Alors moi, je mange All Bran. All Bran de Kellogg's, naturellement très riche en fibres grâce à sa teneur en son de blé, facilite le transit intestinal. All Bran, tous les matins, au petit déjeuner. Vraiment, ça me réussit. All Bran de Kellogg's, une aide active. Il sera 7h10 quand on retrouvera Françoise Xenakis pour sa rubrique livre. On la félicitera parce que côté pronostic, elle se pose un peu là. C'était évidemment Vautrin qu'elle avait élu pour le prix Goncourt. Eh bien, on la félicitera. Mais tout de suite, je crois qu'il est temps de passer la parole à Gérard Morin. Bonjour à tous, bonjour à Gérard, bonjour à tout le monde. Bonjour Madi, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas de censure pour le gouvernement. Cette nuit à l'Assemblée nationale, la motion de censure. RTL aktuell die Schlagzeilen. Protest. 250.000 Tschechen fordern Rücktritt von Parteichef Jakeš. Leipzig. Freie Wahlen. Ende der SED-Herrschaft. Florida. Riesenparty beim 115. Geburtstag. Kurz nach 7, guten Morgen. Willkommen zu den Nachrichten im Frühstücksfernsehen mit im Studio Elmar Lordemann, der Sportmoderator. Der Funke aus Leipzig ist übergesprungen. In Prag und auch in anderen Städten der CSSR haben gestern Abend etwa 250.000 Menschen demonstriert. Sie fordern grundlegende Reformen und den Rücktritt der Regierung. Prag gestern am frühen Abend. Ein kilometerlanger Protestzug wälzt sich durch die Innenstadt. Zum ersten Mal berichtet das tschechische Fernsehen über die Demonstrationen. Wie in Leipzig rufen die Menschen keine Gewalt und wir sind das Volk. Sie verlangen den Rücktritt von Parteichef Jakeš und freie Wahlen. An der Stelle, wo am vergangenen Freitag ein 20-jähriger Student zu Tode geprügelt wurde, legen sie Blumen nieder. Dem österreichischen Fernsehen liegt inzwischen der Untersuchungsbericht eines Arztes vor, der den Tod des jungen Mannes bestätigt. Die CSSR-Behörden haben den Knüppeleinsatz gerechtfertigt. Aus Protest hat die amerikanische Regierung den Besuch eines Prager Spitzenpolitikers abgesagt. In der DDR greifen bereits die ersten Reformen, doch den Bürgern ist das nicht genug. Gestern waren in mehreren Städten des Landes weit über 300.000 Menschen auf der Straße. Sie bleiben bei ihren Forderungen. Freie Wahlen und Aufgabe des Machtanspruchs der SED. Rund 200.000 sind gestern allein in Leipzig wieder durch die Innenstadt gezogen. Auf Transparenten machen sie ihrem Misstrauen gegen die Führung des Landes Luft. Sie rufen, eine Schlange häutet sich, doch sie ändert sich nicht.
Die Demonstranten fordern Rechtssicherheit statt Staatssicherheit. Zum ersten Mal gibt es auch deutliche Parolen zur Situation der Bundesdeutschen. Visafrei und ohne Zwangsumtausch, auch für unsere Mitbürger in der BRD. Auch in Ostberlin, Magdeburg, Halle, Schwerin, Cottbus, Dresden und Neubrandenburg gehen Tausende auf die Straße. Sie verlangen freie Wahlen und den Rücktritt von Staats- und Parteichef Krenz. Für nächsten Sonntag plant die Opposition eine noch größere Aktion. Eine Menschenkette durch die gesamte DDR. Erich Honecker ist offenbar schwer krank. Sein Nachfolger Krenz hat vor Journalisten in Ostberlin gesagt, Honecker kann sich zu den Vorwürfen gegen ihn nicht äußern. Sein Gesundheitszustand erlaubt dies zurzeit nicht. Dem abgesetzten Staats- und Parteichef der DDR und seinen Funktionären wird unter anderem Bestechung und Machtmissbrauch vorgeworfen. Möglicherweise wird Honecker sogar vor Gericht gestellt. Die Partei ist das Lebenszentrum der Nation, das patriotische, revolutionäre Gewissen des ganzen Volkes. Angesichts der Entwicklung in der DDR, in Polen und auch in Ungarn klingen solche Parolen wie Schnee von gestern. Rumäniens Staats- und Parteichef Ceausescu will mit allen Mitteln dafür sorgen, dass alles beim Alten bleibt, notfalls mit Gewalt. Auf dem 14. Parteitag der KP hat Ceausescu angekündigt, er werde die Armee verstärken, um den Sozialismus zu verteidigen. Er werde seinen Kurs unbeirrt fortsetzen. Demokratische Reformen und Parteienpluralismus lehnt er strikt ab. Trotz allem Anachronismus wird Ceausescu von den Parteimitgliedern wie ein Gott gefeiert. 5 Stunden lang hat er seine Botschaft verkündet. 125 Mal hat ihn das Parteivolk mit frenetischem Applaus unterbrochen. Der 71-jährige Hardliner hat sein Gefolge fest im Griff. Die wenigen Bürgerrechtler sitzen im Knast. Das Ausland hält er auf Distanz. Journalisten werden genau durchsucht. Unliebsame Besucher gleich an der Grenze abgewiesen. Radio Zagreb meldet, rumänische Städte seien mit Panzern abgeriegelt worden. Allen Warnungen und Protesten zum Trotz, der Wahnsinn hat Methode. Frankreich hat schon wieder eine Atombombe im Südpazifik gezündet. Die dritte seit Oktober, die 110. insgesamt. Sie hatte etwa 1/3 der Stärke der Hiroshima-Bombe von 1945. Wie gewöhnlich lässt Frankreich seine Atombomben auf dem Mururoa-Atoll im Südpazifik explodieren, einem Naturparadies mit reichen Fischgründen. Seit Jahren schon protestieren Neuseeland, Australien und andere Pazifikinseln gegen die Atomversuche, bisher jedoch vergeblich. In Windhoek, der Hauptstadt von Namibia, tagt heute zum ersten Mal die verfassungsgebende Versammlung. Hier sehen wir gleich Bilder von der Stimmenauszählung, von der Wahl eben zu dieser verfassungsgebenden Versammlung. Ihre 72 Mitglieder sollen ein Grundgesetz ausarbeiten und einen Termin festsetzen, an dem die Unabhängigkeit des Landes ausgerufen wird. Die Versammlung tagt im Tintenpalast von Windhoek, dem Amtssitz der früheren deutschen Kolonialregierung. Das Deutsche Reich hatte das Gebiet 1915 kampflos an Südafrika abgetreten. Am kommenden Mittwoch verlassen nach 74 Jahren die letzten 1500 südafrikanischen Soldaten Namibia. Carrie White ist der älteste Mensch der Welt. Die Amerikanerin hat ihren 115. Geburtstag gefeiert. Gefeiert wurde in Palatka im US-Bundesstaat Florida. Hunderte Gratulanten, eine riesige Geburtstagstorte und die Urkunde des Guinness-Buch der Rekorde. Carrie White hat es jetzt schriftlich. Mit 115 Jahren hält sie den Altersrekord. 1874 wurde sie geboren, im selben Jahr wie Winston Churchill. Und mit 115 ist man schließlich alt genug, das zu tun, was einem gefällt. Carrie White hielt ungeachtet aller Geschenke einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Die Wege zu Gott, liebe Zuschauer, sind oft unergründlich. In Südkalifornien hat jetzt sogar eine Rockerbande Jesus für sich entdeckt. Mit Lederweste und 100 PS unter sich. So geht's zum sonntäglichen Kirchgang. Seitdem die Rockergang Jesus zum neuen Chef gewählt hat, heißen die Männer nicht mehr Teufelsfahrer, sondern Motorradfahrer Gottes. Die harten Kerls haben jetzt nur noch ein Ausflugsziel, ihre Kirche. Woanders sind sie nur allzu ungeliebte Gäste, doch hier sieht sie der Pfarrer gern. In der Messe nehmen die Rocker die Lesungen tief in sich auf, verbreiten die Heilige Schrift auf der Straße. Statt Fahrradketten und Schlagringe halten sie nun die Bibel in der Hand. Und, was früher ihr Schlachtgesang war, ist nun ein Kirchenlied. Jesus führe mich gut heim. 7:07 gleich, ein Moderator von Gottes Gnaden, Elmar Laudemann, der Sport. Niederschlagsfelder, es bleibt daher vorerst trocken. Und die Vorhersage für Berlin, die Sonne lässt sich bei uns heute leider nicht sehen. Auch nach Nebelauflösung bleibt es dunstig trübe. Die Temperatur erreicht nur 5 Grad.
Geben Sie wirklich Acht im Berliner Raum. Sichtbehinderung durch starken Nebel verbunden mit Reifglätte. So, jetzt ist es 7:07 Uhr. Viruskrankheiten, zumindest eine ganze Menge von ihnen, kann man ja durch Tests erkennen. Computerviren auch. Das ist kein Flachs. In der Hamburger Universität im ersten Computertestzentrum können Sie nämlich Ihre befallenen Disketten auf Herz und Nieren prüfen lassen. Sie müssen allerdings den Computerexperten auch noch die Krankheitssymptome Ihrer befallenen Diskette mitteilen. Dann analysieren die, dekodieren die und finden den Computervirus tatsächlich heraus. Und sie empfehlen sogar noch Gegenmaßnahmen. Wird ja auch Zeit. Es grassieren ja schon richtige Seuchen. Was Sie hier sehen, ist nicht etwa ein neues Computerspiel, ganz im Gegenteil. Es handelt sich um gleich 3 der gefährlichen Computerviren, die hier durch Simulation zum ersten Mal gleichzeitig gezeigt werden können. Der Herbstvirus, bei dem die Buchstaben wie Herbstlaub aus dem Text fallen, den Smiler und den Oropax-Virus. Weniger Kopfzerbrechen bereitet dem Benutzer dagegen der BGS-9-Virus. Nur ein kurzer Text erscheint hier auf dem Bildschirm. Ausführlicher ist da der SCA-Virus, so benannt nach seinen Schöpfern, der Swiss Cracking Association. Zwar macht er sich höhnisch über den Benutzer lustig, ist sonst aber ganz harmlos. Programme zerstört er nicht. Kaum zu erkennen, in Sekundenschnelle flackert nach jedem Programmstart der DenSuc-Virus über den Bildschirm. Hier haben wir ihn grafisch verlangsamt. Von einem ganz besonderen Symptom befallen sind die Disketten der Firma Microsoft. Ein offensichtlich feministisch inspirierter Virus macht aus dem Software-Markenzeichen Microsoft Machosoft. Der Vorgang dauert eigentlich einen ganzen Tag. In der Simulation haben wir das auf einige Sekunden reduziert. Gespeichert und katalogisiert sind alle diese Viren im ersten Virus-Testzentrum an der Universität Hamburg. Rund 30 Informatikstudenten versuchen hier, den Viren auf die Spur zu kommen. Auf diesem Bild ist ein sauberes Betriebssystem zu sehen. Dies ist durch die blaue Farbe gekennzeichnet. Wird jetzt eine verseuchte Diskette eingelegt, das heißt, ein Virus befindet sich vor einem Programm. Man sieht den roten Teil auf der Diskette. Wird dieses Programm jetzt geladen in den Speicher, kopiert sich der Virus an eine bestimmte Stelle. Wird jetzt eine neue entsicherte Diskette, das ist wichtig, denn auf gesicherte Disketten kann sich kein Virus schreiben. Wird diese Diskette jetzt eingelegt, das Programm wird gestartet, tritt der Virus in Aktion. Im Computer-Viren-Report hat der Leiter des Zentrums, Professor Klaus Brunstein, rund 79 Viren aufgelistet, die er zusammen mit seinen Studenten analysiert hat. Wir stellen fest, dass viele Viren aus den USA sehr schnell zu uns rüberkommen. Auf einigen Systemen, wie vor allen Dingen Macintosh, sehr viel schneller. Dort ist eine Verseuchung von der Westküste der Vereinigten Staaten innerhalb von wenigen Tagen bis nach Japan und Europa vorangedrungen. Der Fantasie im Computerbereich sind keine Grenzen gesetzt. Den Virenforscher überrascht nichts mehr. Sehr spektakulär wird ein Virus sein, den man im Augenblick nur simulieren kann, der am 1. Januar 2000, nachdem er die Platte gelöscht hat, sich mit der lustigen Meldung "Willkommen im 21. Jahrhundert" melden wird. Der am weitesten verbreitete Virus, der in amerikanischen Zentren, aber auch bei uns mit etwas über 60% entdeckt wird, ist der Israeli-Virus. Dieser wird an jedem Freitag, den 13., das Programm, das man gerade gestartet hat, wenn es infiziert ist, löschen. Für die nächsten beiden Daten können wir allerdings eine gewisse Entwarnung geben. Der nächste Freitag, der 13., ist Karfreitag, da arbeitet in der Regel niemand. Und danach ist Freitag, der 13. Juli 1990. Und da werden viele Leute im Urlaub sein. Wir nehmen an, dass dann die nächste große Virenhysterie 1991 kommt. Zum Schutz vor Viren rät der Experte, nur Originalprogramme verwenden. Ansonsten sollte man versuchen, so sauber wie möglich zu arbeiten. Das heißt, auf wichtigen PCs mit wichtigen Firmendaten keine Spielprogramme, keine Demonstrationsprogramme, keine Programme aus der Schule oder aus dem Studium der Söhne, der Töchter auf der Maschine zu haben. Und wenn so etwas versucht wird, sollte man mit Herrn von Gravenreuth diesen besten aller Virenkiller nehmen und den Kindern auf die Finger hauen. Ein ganz anderes Programm. Kinoerlebnisse, die kann man ja in Berlin reichlich haben. In diesen Tagen geht das auch für die,
die nicht größer als die Kinosessel sind. Die 5. Kinderkinotage laufen. Das heißt, in 8 Berliner Kinos können ein ganz breit gefächertes Angebot an Kinderfilmen gesehen werden. International bekannte, wie zum Beispiel heute Gullivers Reisen oder Das Dschungelbuch, aber auch ganz unbekannte Filme sind zu entdecken. Swami, der Film aus Indien, oder Die himmelblaue Katze, ein Film aus der CSSR. Die Preise sind der Clou. Erwachsene und Kinder zahlen jeweils nur 4 Mark. Und am Sonnabend ging es los, da gab es erstmal Kino zum Anfassen. Guten Tag, liebe Damen und Herren. Für alle, die nicht wissen, wo wir sind in den Oberlandstudios. Hier kann man viel erleben und selber machen. Wo sonst die Hitparade produziert wird, herrschte reges Treiben. Kinder hatten Gelegenheit, Profis von Film und Fernsehen auf die Finger zu schauen. Großen Zulauf hatten die Maskenbildner. Da konnte man sich nach Lust und Laune perfekt anmalen lassen. Was bei Mutter zu Hause verboten ist, heute wurde kräftig in die Farbtöpfe gegriffen. Bunte, lustige Gesichter sollten es sein, der Fantasie wurden keine Grenzen gesetzt. Welches Kostüm bitte? Ein Räuber, eine Prinzessin oder etwas anderes? Alle Wünsche wurden erfüllt. Anlass dieses Vergnügens ist der Kinderfilm. Rosemarie Stadler ist die Organisatorin der Kinderkinotage. Wir wollen die Kinder wieder ins Kino holen, dass der Ort Kino auch wieder zum Erlebnisort für die Kinder wird. Und ich denke mir, in 5 Jahren Arbeit oder 4 Jahren Arbeit haben wir das ein wenig schon geschafft. Worte werden Bilder, so lautet das Motto dieses Jahr. Literaturverfilmungen für Kinder? Dschungelbuch und Gullivers Reisen sind bekannte Beispiele. Unbekannte Stoffe, die in ihren Heimatländern jedoch sehr populär sind, sollen auch den Weg in unsere Kinos finden. So wird zum Beispiel Swami, ein indischer Film, gezeigt oder die DDR-Produktion Pianke, die Geschichte eines 9-jährigen Jungen in der Nazizeit, der erst langsam die politische Situation begreift. Aber das wirst du alles richtig lernen, wenn du erst bei den Pimpfen bist. Ich werde aber erst im nächsten Jahr 10. Ich glaube. Nach welchen Kriterien wurden die Filme ausgesucht? Die Auswahl erfolgt dahingehend, dass wir Kinderfilme in unser Programm bringen während der Kinderkinotage, die bisher noch keinen Verleih haben. Weil die Idee ist vor 3 Jahren entstanden, als der damalige Kultursenator uns 10.000 Mark zur Verfügung gestellt hat. Der Preisträger unserer Kinderkinotage, der ermittelt wird von den Kindern, der Verleih, der sich für diesen Film interessiert, bekommt 10.000 Mark, damit er den Film wieder in die Kinos bringen kann. Es ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, denke ich mir, aber auch wieder ein Anfang. In 8 Berliner Bezirkskinos, unter anderem dem York, Thalia und Alhambra, werden diese Woche die Filme zu sehen sein. 4 D-Mark kostet die Karte. DDR-Besucher haben freien Eintritt. Dem Sieger gebührt der rosarote Propeller. Was sagen die Kinder zu den Kinotagen? Wir haben Kinder auch mal was Besseres zu sehen als Krimis. Ja, weil man dann auch die kleinen Kinder Filme ansehen können. Nicht, dass sie immer bloß nicht die Erwachsenenfilme sehen dürfen. Zunächst gab es aber noch viel zum Selbermachen. Da wurde gemalt und gebastelt. Wer wollte, stellte seinen eigenen Zeichentrickfilm her. Ein Blick in die große Kamera wurde gewagt, die Gelegenheit zu einer kleinen Fahrt wahrgenommen. Einmal Tonmann sein. Auch der Filmschnitt kam nicht zu kurz, da wurde erklärt und probiert. Höhepunkt der Veranstaltung war die Hitparade. Kinder wurden Stars zum Anfassen. Soll. Aber es gibt in der DDR doch schon seit langem. Hasselhoff, Banane Ra. Beginnen. Toi, toi, toi. 3, 2, 1, los. Links. Rechts. Links. Rechts.
Ach, was nun? Oh, heuer. Frau Heuer, rechts ging nicht mehr. Ja, nee, rechts ging nicht mehr, links. 39 Sekunden. Die Rita wollte Ihnen auch noch was Gutes tun, aber durfte natürlich nicht einfach nach links. Als sie gemerkt hat, sie ist nach links unterwegs, obwohl sie rechts gesagt hat, musste sie natürlich anhalten. Sonst hätten wir heftige Proteste bekommen. Ja, schon verständlich. So, ja, jetzt ist Janine wieder drin. Jetzt darf die Familie wieder zusammenkommen. Ist jedenfalls wohl auf, die Frau Heuer, Kleine. Trotzdem. alles Liebe trotzdem, herzliche Grüße. Danke fürs Mitspielen und vielleicht beim nächsten Mal. Der Buchstabe H ist am nächsten Dienstag wieder im Kartenspiel. Irgendwann wird er auch wieder gezogen. Alles Gute. Dass man mal mitspielen durfte. Bitte? Es war schön, dass man mal mitspielen durfte. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch. Ein herzliches Dankeschön, Frau Heuer. Gruß an die Mutter und Gruß an die Tochter. Alles Gute. Tschüss. Ja, nun ja, vor lauter Aufregung hätte ich jetzt beinahe vergessen, was wir jetzt machen, aber angesagt ist Bewegung. Dann würde ich sagen, Los Ginos mal wieder mit dem nächsten Fitness-Tipp. Und zwar für die Fäuste. Es geht ums Boxen scheinbar. Okay, hier, komm her. Noch einen sehr schönen Morgen, meine... Und es geht auch nicht mehr nur um den Blick auf das geschichtsträchtige Tor. Vielmehr kommen alle in der Erwartung, vielleicht den lang erwarteten Augenblick mitzuerleben, an dem die Mauer auch vor dem Tore fällt. Aber es passiert nichts. Auf der Ostseite ist weit und breit kein Bagger zu sehen. Und auch hier ist außer Souvenirs nichts gewesen. Trotzdem, die Hoffnung bleibt. Nur über den Zeitpunkt ist man geteilter Meinung. An dieser Stelle hier, ich glaube nicht, dass es in den nächsten Tagen passieren wird. Nächstes Jahr im April zu Ostern. Ja, ich habe vorhin eine Dame gesprochen, die kommt aus Karl-Marx-Stadt und sie meinte, dass es heute Abend passiert. Aber die Besucher und Schaulustigen sind nicht die einzigen, die sich in den letzten Wochen täglich vor dem Brandenburger Tor einfinden. Ein wichtiger Bestandteil dieser illustren Gesellschaft ist die Presse. Die ist nämlich auch schon seit dem 9. November vor Ort. Einziger Unterschied zu den Touristen, sie kommen nicht für Stippvisiten an die Mauer, nein, sie haben ihre Zelte hier aufgeschlagen. Seit dem ereignisreichen Donnerstag, an dem sich die Mauer zum ersten Mal öffnete, leben hier Journalisten aus aller Welt, in Dörfern aus Wohnmobilen und harren der Dinge, die da kommen, wenn sie kommen. Und die Gerüchteküche offeriert ständig neue Öffnungsdaten. Aber mit dem Warten alleine ist es nicht getan. Denn wenn es dann losgeht, wollen alle Journalisten natürlich präsent sein und die neuesten Ereignisse so schnell als möglich in den Wohnzimmern servieren. Und das geht nicht ohne Technik. Dort, wo in diesen Tagen die Journalisten leben, ist auch ein Heer von Technikern einquartiert. Und die kümmern sich rund um die Uhr um die provisorischen Sendeanlagen. Und davon gibt es hier genug. Aber trotz der vielen Technik sind sich alle bewusst, dass sie ein Stück Geschichte miterleben. Kein Wunder also, dass sich manche mit Souvenirs von der Mauer eindecken. In diesen Tagen ist hier alles möglich. Ausländische Fernsehstationen, die von Brandenburger Tor via Satellit live in die Wohnzimmer ihres Heimatlandes senden. It is a work week, a beginning of things back to normal here in West Berlin. But things are not normal in the Eastern Bloc this Monday. West German Chancellor Helmut Kohl's Chief of Staff, Rudolf Seiders, is over in East Berlin right now. He is meeting with... Und sogar die Japaner erleben im fernen Osten das Mauererlebnis hautnah mit. Aber auch sie warten noch. Ihre Prognose? Also, wir sind vor ungefähr einer Woche hier angekommen und werden noch eine zweite Woche hier bleiben. Wir senden jede Woche von Montag bis Freitag live nach Japan, damit unsere 10 Millionen Zuschauer erfahren, was hier vor sich geht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wann die Mauer hier fällt, aber ich hoffe sehr, dass ich dann noch hier bin. Schließlich bin ich Journalist. I learned very quickly when I arrived here. Ich habe, seit ich hier bin, sehr schnell gelernt, nichts mehr vorherzusagen. Die Dinge ändern sich hier so schnell. Wir dachten zum Beispiel, dass die Mauer innerhalb einer Woche fällt, aber jetzt, glaube ich, wird es etwas dauern. Georg Krenz sagt nämlich über die immer rufen, reißt die Mauer ein, dass die nur nach dem Symbolismus suchen. Er sagt aber, dass er gar nicht an einem Symbolismus interessiert sei. Er hätte andere Dinge zu tun. Und das ist ein klares Zeichen, dass da nichts übereilt wird. Und solange es noch nichts von der Mauer direkt zu berichten gibt, nehmen die Anstalten das Brandenburger Tor eben als Kulisse, um über das politische Geschehen in Gesamteuropa zu berichten.
Um den Millionen, die nicht selbst verdient sein können, trotzdem gute Bilder nach Hause zu liefern, hat der Senat den Berichterstattern eine Tribüne zur Verfügung gestellt. Das ist auch wichtig, denn jede Fernsehstation möchte sein Publikum natürlich in erster Reihe sitzen lassen. Aber selbst für die Fernsehleute ist die Tribüne zu klein, kein Platz also für die Touristen. Und damit es auf der Pressetribüne nicht zu voll wird, passt ein Ordner auf, wer da auf und ab geht. Sein Dienst in der Kälte ist zu Ende, wenn die Mauer auch hier fällt. Aber wann das ist, weiß er auch nicht so genau. Also, heute ist ja die Besprechung zwischen Krenz und unserem Minister Seiters, ne? Vielleicht können wir da etwas erwarten. Und dann natürlich in scherzhafter Form sagte mir jemand, also zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk, dann wird das Ding auch gemacht. War natürlich eine scherzhafte Prognose, ne? Die Devise heißt also abwarten, hüben wie drüben. Und da geht noch alles seinen gewohnten Gang. Die Wache wird abgelöst und das Brandenburger Tor steht unberührt und geschützt inmitten von Mauern. Und auf dieser Seite ist die Mauer bunt wie eh und je. Forum für Meinungsaustausch. Niemand weiß, ob und wann dieses Stadttor wieder passierbar sein wird. Aber die Hoffnung bleibt. Und die Fernsehanstalten auch. 7 Minuten vor 7:30, ganz anderes Thema. Wieder hat eine sehr schöne neue Idee ein bisschen an Glanz verloren. Die Art Cologne. Früher war sie internationaler Anziehungspunkt für Kunsthändler, die große internationale moderne Kunstmesse. Jetzt hat sie Konkurrenz bekommen. Paris, Madrid, Frankfurt, Chicago, die ganzen internationalen Messen zogen nach. Dennoch gab es dieses Jahr wieder einen neuen Rekord auf der Art Cologne. 228 Galeristen stellen aus 17 Ländern. Allerdings einen neuen Trend gab es nicht zu vermelden. Nur Köln kann da nichts für. Auf der Frankfurter Kunstmesse waren sie nicht, nach Basel wollten sie nicht. Dafür stehen sie auf der Art Cologne jetzt im Zentrum. Die Kunsthändler aus der DDR. Schon, Sie wissen Sie, wo die Koje der DDR ist? Ich bin gerade seit 4 Uhr hier. Ich weiß aber, dass sie im Katalog ganz hinten ist und ich habe es mir angekreuzt, um sie zu besuchen. Der Wegweiser ist nicht zu übersehen. Gegenüber Hans Scheibs munterer Frauenplastik befindet sich der Stand der DDR. Nur eine von fast 200 Galerien der Messe. Doch fragen viele, wie es jetzt mit den Exklusivrechten steht. Das Monopol ist im Moment nicht weg. Also wenn wir vom Außenhandelsmonopol sprechen, das Monopol in der DDR ist weg. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut und richtig wäre, wenn wir in der Zukunft zu der, sagen wir mal, internationalen Normalität kämen, dass Künstler ihren Devisenanteil auf der Grundlage ihres Honorars erhalten, dass der Staat Anspruch hätte auf Steuer wie überall und dass ein Kunsthändler, gleich welcher Natur er ist, Anspruch auf seine Handelsspanne hat. Bis heute erhalten DDR-Künstler nur ein Viertel ihres Geldes in Devisen, wenn sie ein Werk im Ausland verkaufen. Ein kaum haltbarer Zustand, denn die Nachfrage steigt, private Galerien werden bald Konkurrenz machen und Künstler, wie hier Morgner und Uhlich, stritten schon immer rege für ihre Interessen. Wir sind im Grunde genommen seit Ulbricht, also seit Ulbricht abgetreten ist, nicht mehr direkt bekämpft worden. Also es konnte jeder das machen, was er wollte. Er musste nur, sagen wir, die Folgen tragen, dass er nicht gekauft wurde oder so. Ne? Obwohl da zu sagen ist, dass man immer versucht hat, gerade zu gehen. Ja. Ich war nie angepasst, niemals. Aufbruch im Osten, das Angebot des Westens gleicht dagegen einem Gemischtwarenlager. Als Gesamtkunstwerk hat es Guillaume Biel in Szene gesetzt. Verkaufsschlager sind Arbeiten bekannter Künstler, so Werke von Joseph Beuys. Frank Stellers riesiges Wandrelief wurde schon am ersten Tag für mehr als 1 Million Mark verkauft. Westberliner Galeristen setzen auf Sowjetkunst. Hier Bilder von Sergei Folko. Aber auch die sind auf den internationalen Messen schon Schnee von gestern. Nachwuchskünstler und 31 junge Galeristen wurden auch eingeladen. Viele pflegen eine Idee, die schon Sitz und Stimme im Parlament hat, die Ökologie. Zusätzlich gibt es eine Ausstellung zur Fotografie und Skulpturen aus dem Duisburger Lehmbruck-Museum, die keinen Geschmacksnerv quälen. In diesem ermüdenden Kreis dreht sich der Kölner Messereigen in diesem Jahr. Und sie geben dann einfach Herrn Kaul zu Herrn Kaul, Herrn Lordemann zu Herrn Lordemann, Herrn Holbe zu Herrn Holbe, ja, damit die Herrschaften sich wieder besser verstehen, ihre Identität zurückfinden. Also, welcher Buchstabe passt zu welchem? Sagen Sie mal. C. C wie Cäsar. C und? Nordpol.
Und Nordpol. Aha. Oh ja, gut aufgepasst. 2-mal Kaul, 3-mal wäre fast unerträglich, aber 2-mal kann akzeptiert werden, sind 20 Mark. Helmut, wollen Sie weitermachen? Ja. Also wenn Sie jetzt falsch raten, sind die 20 Mark im Eimer, ne? Na, Pech. Gut, also dann machen Sie weiter. Heinrich. Also ein H. Und Ida. Und Ida. Oh ja, das ist 2-mal unser Spiel. Und nochmal 20 Mark, sind also 40 Mark. Und dieses Spiel, das Sie da gerade sehen, Outburst mit Namen. Helmut, wollen wir weitermachen? Ach, danke, mir reicht. Gut, also 40 Mark und ein Spiel nach Berlin. Ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag. Wir machen weiter mit der Werbung. Spitze, diese Pizzafamilie von Sinak. Ich komme gar nicht mehr nach. Denkst, die gnädige Frau, die backt auch nicht mehr selber, seitdem es Pizzafamilia gibt. Recht hat's, schmeckt ja auch wie selbstgemacht. Was, heute schon wieder? Der Hausmann auch. Das war doch unser Pizzabäcker von der Pizzeria gegenüber. Also wenn der, dann wünsche ich nur noch guten Appetit mit Pizza Familia von Sinak. Mund auf, Augen zu. Jetzt kommt Kellogg's Splitz. Ist was drin? Ist was dran? Splitz. Richtig knusprig. Traubenhaft. Das ist ein Frühstück. Splitz, neu von Kellogg's, traubenhaft. RTL aktuell die Schlagzeilen. Protest. 250.000 Tschechen fordern Rücktritt von Parteichef Jakeš. Leipzig. Freie Wahlen. Ende der SED-Herrschaft. Rumänien. Die Macht fest in Händen der KP. 7:30 ist es. Guten Morgen und willkommen zu den Nachrichten im Frühstücksfernsehen mit dem Studio Elmar Lordemann, der Kollege vom Sport. Die Bürger der Tschechoslowakei wehren sich gegen die Unterdrückung. In Prag und auch in anderen Städten haben gestern Abend etwa 250.000 Menschen demonstriert. Sie fordern grundlegende Reformen und den Rücktritt der Regierung. Prag gestern am frühen Abend. Ein kilometerlanger Protestzug wälzt sich durch die Innenstadt. Zum ersten Mal berichtet das tschechische Fernsehen über die Demonstrationen. Wie in Leipzig rufen die Menschen keine Gewalt und wir sind das Volk. Sie verlangen den Rücktritt von Parteichef Jakeš und freie Wahlen. An der Stelle, wo am vergangenen Freitag ein 20-jähriger Student zu Tode geprügelt wurde, legen sie Blumen nieder. Dem österreichischen Fernsehen liegt inzwischen der Untersuchungsbericht eines Arztes vor, der den Tod des jungen Mannes bestätigt. Die CSSR-Behörden haben den Knüppeleinsatz gerechtfertigt. Aus Protest hat die amerikanische Regierung den Besuch eines Prager Spitzenpolitikers abgesagt. In der DDR ist man schon etwas weiter. Dort greifen die ersten Reformen bereits. Doch den Bürgern ist das verständlicherweise nicht genug. Gestern waren in mehreren politische Veränderungen eingeleitet wurden. Thema war auch die Erleichterung von DDR-Reisen für Bundesbürger. Mit freien Wahlen in der DDR könne, so Seiters, frühestens im Herbst 1990 gerechnet werden. Auf den DDR-Besuch von Seiters gehen wir noch ausführlicher ein. Mehr als 200.000 Menschen hatten sich gestern in Prag zur größten Protestkundgebung in der Geschichte der CSSR versammelt. Erstmals fanden auch in anderen tschechischen Städten Demonstrationen statt. Eure Stund hat geschlagen, riefen die Demonstranten auf dem Prager Wenzelsplatz. In Sprechchören forderten sie immer wieder den Rücktritt der Regierung und freie Wahlen. Die Polizei hielt sich zurück und versperrte nur den Zugang zu einigen Moldaubrücken. Unterdessen hat die tschechische Regierung Gesprächsbereitschaft signalisiert. Allerdings seien antisozialistische Demonstrationen nicht geeignet, die Lage zu entspannen. Es wird 7:33 Uhr, 3 Minuten nach 7:30 und wir kommen zu den aktuellen Börseninformationen. Der Nikkei-Index kletterte in der ersten Börsenstunde in Tokio auf 35.945,12 Punkte. Ja, neue Regelung geben kann. Diese Gespräche werden fortgesetzt. Das Stichwort
ist Devisenfonds. Trotz aller Reformen im Ostblock in Rumänien soll alles beim Alten bleiben. Das wird besonders deutlich auf dem 14. Parteitag der Kommunistischen Partei, der gestern in Bukarest begonnen hat. In seiner Eröffnungsrede machte Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu jede Hoffnung auf mehr Freiheit zunichte. Reformen wie in den anderen osteuropäischen Staaten lehnte der 71-Jährige ohne Einschränkung ab. Rumänische Zeitungen haben bis heute nicht gemeldet, dass DDR-Bürger in den Westen reisen können. Die Versorgungslage im Land wird immer schlechter. Bukarest hat Milliarden Schulden im Ausland. Deshalb müssen die Rumänen sparen. Wohnungen werden kaum beheizt und viele Lebensmittel sind bereits seit Jahren rationiert. Dennoch behauptete Ceausescu, die Bilanz der Partei sei wunderbar. Rumänien sei ein Garant für eine lichte Zukunft. Die Wiederwahl Ceausescus gilt als sicher. Mit dem Thema Wirtschaft geht's weiter, und zwar mit den Finanzmärkten der westlichen Welt in New York und Tokio. Zunächst an die Wall Street. Der Dow Jones Index fiel an der Wall Street um gut 20 auf 2632,04 Punkte. Der Dollar gab leicht nach, er wurde zum Börsenschluss mit 1,8340 Mark notiert. Der Goldpreis dagegen stieg an. Eine Feinunze kostete $398,50. Und in Tokio wurde der Nikkei-Index in der ersten Börsenstunde mit 35.945,12 Punkten angegeben. Das sind rund 50 Punkte mehr als am Vortag. Soweit die Nachrichten. Es erwartet Sie nun zum Blick auf das Wetter Rita Werner. Guten Morgen mit Sat 7 Uhr und 35 Minuten. Das Süppchen, das Petrus wieder für uns gekocht hat, dürfen wir nun wieder auslöffeln, liebe Zuschauer. Ich löffel diese Suppe gerne aus. Es beginnt heute recht schön. Hören Sie mal zu. Die Wetterlage in der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg im Moment noch bedeckt, aber nur noch im Moment. Bei -2 Grad stimmt das auch her. Hannover wolkenlos -7, Berlin Nebel -4 Grad. Köln wolkenlos, Frankfurt wolkenlos, Stuttgart wolkenlos, Nürnberg wolkenlos und München wolkenlos, richtig. Die Temperaturen zwischen -1 und +7 Grad. Die Wetterlage bei Ihnen in Österreich, in Wien gibt es Hochnebel bei +1 Grad, Salzburg heiter, aber Bodennebel -3, Klagenfurt gefrierenden Bodennebel, hier sollten Sie vorsichtig fahren, bei wolkenloser Wetterlage -4 Grad und Innsbruck heiter -1 Grad. Die Meldung aus der Schweiz, Zürich, Basel und Genf zur Stunde bewölkt. Die Werte hier zwischen +2 und +5 Grad. Soweit zur ersten Karte, es folgt die zweite. Was passiert heute? In den Niederungen, liebe Zuschauer, in den Niederungen ist es zunächst neblig, später jedoch zunehmend heiter. Nach Auflösung der Frühnebelfelder soll es zunehmend sonnig werden heute bei uns. Nur im Norden und im Westen könnte es zeitweise bewölkt sein und vor allem auch regnerisch. Die Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad. Die Wetterlage bei Ihnen in Berlin. Heute überwiegend sonnig, zeitweise wolkig bei Höchstwerten um 3 Grad. Und wie schaut es bei Ihnen in Österreich aus? Über den Niederungen herrscht auch in Österreich zum Teil den ganzen Tag lang über Nebel. Nach Auflösung des Frühnebels soll es überwiegend sonnig werden. Nur im Westen und im Südwesten bleibt es heute wolkig, bei Werten zwischen 0 und 8 Grad. Und die Wetterlage der Schweiz, heute überwiegend wolkig und regnerisch. Niedrigste Werte um 2, höchste Werte um 6 Grad. So. Das war das Wetter. C'est la vie. Es ist 7 Uhr und 37 Minuten. Haben Sie noch viel Spaß mit uns. Bis nachher. Wer beim Tun und Spielen mit. Doch allein die virtuose Textgestaltung von Jutta Lampe macht die Aufführung zu einem literarisch-theatralischen Ereignis. Wo viel ist, denn heute bricht die Neuzeit ins ehrwürdige Londoner Unterhaus ein. Und zwar dass das eine nur kommt, wenn es regnet und das andere nur in einem Zimmer mit grauen Vorhängen, ein anderes nur, wenn Mrs. Jones nicht da ist und ein anderes nur, wenn du ihm ein Glas Wein versprechen kannst. 7 Uhr und 38 Minuten, 8 Minuten nach 7:30. Innenläden, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in sind. So einfach ist das. Aber für die, die die Szene nicht so kennen, sollte man vielleicht erklären, Innenläden sind Diskotheken, Kneipen,
Nachtbars, in denen man sich zurzeit halt gerne sehen lässt. Marke Letzter Schrei. In Berlin sowas zu etablieren, das ist schon gar nicht so einfach. Letztens ist eine Kneipe zum Beispiel vollkommen durchgefallen. Die versuchte mit 50 verschiedenen Tapeten aufzutrumpfen, aber das war nicht schrill genug. Und Berliner Schrill hoch 5, das wollen nun auch die Nachtschwärmer in New York. Das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Die wollen natürlich noch viel Schrilleres haben, als wir es hier in Berlin zu bieten haben. Da gibt es einen, der ist ganz besonders erfolgreich. Mit Nachtclubs zum Beispiel in Tunnels hat er schon welche etabliert oder unter Brücken oder in Kirchen. Sein neuester Erfolgshit, der heißt Mars, und naheliegend ist er eine Ex-Wurstfabrik. Der Meat District in Manhattan, westlich von Greenwich Village, die gigantische Fleischtruhe New Yorks. Den ganzen Tag über werden hier Rinder- und Schweinehälften herumgeschoben. Das Viertel ist dreckig und es stinkt. Touristen verirren sich nie hierher, New Yorker auch nicht, es sei denn, sie müssen hier ihr Geld verdienen. Nicht minder anrüchig ist der Meat District bei Nacht. Prostituierte flanieren jetzt vor den Kühlhäusern. Ihre Freier sind jedoch eher von der eigenartigen Sorte, denn diese Mädels sind gar keine Mädels. Transvestitenprostitution, Drogen und Kriminalität bestimmen jetzt die Szene. Aber dennoch, seit neuestem zieht es die New Yorker ausgerechnet in dieses Viertel, weil es derzeit die Attraktion des Nachtlebens zu bieten hat. Mars, den heißesten Nachtclub der Stadt. Sein Besitzer Rudolf, ein Deutscher übrigens, hat einmal mehr den richtigen Riecher gehabt. An diesem Dienstag um 1 Uhr nachts stehen wieder Hunderte vor den Türen von Mars und begehren Einlass. Der Erfolg eines Nachtclubs hängt in dieser Stadt nämlich nicht zuletzt davon ab, dass zwar alle hinein wollen, aber längst nicht jeder hinein darf. Der Cheftürsteher mit mehreren Assistenten bewacht den Eingang wie der Erzengel das Paradies. Wer von ihm für würdig erachtet wird, darf die glücksversprechende Pforte überschreiten. Die Ausgesperrten nehmen oft stundenlanges Warten in Kauf, um dann doch nur frustriert nach Hause zu fahren. Die Kriterien des Türstehers sind eigentlich ganz einfach. Du musst gut aussehen und du musst wissen, dass du gut aussiehst. Ich lasse fabelhafte Leute rein, ich lasse Berühmtheiten rein, Jetset und coole Leute. Aber ich lasse auch ausgesuchte Schleimbeutel rein, denn New York produziert diesen Schleim, diese ekelhaften, korrupten Charaktere, die einfach furchtbar sind, aber kreativ furchtbar. Diese wundervolle cinematografische Art des Furchtbaren, die muss man einfach reinlassen. Im Innern des Clubs genießt man mit allen anderen Glücklichen das Gefühl, dazuzugehören. Hier tanzt man sich die Seele aus dem Leib bis in die frühen Morgenstunden. Der Club hat 4 Stockwerke, einen Keller und eine Dachterrasse für den Sommer, auf der sogar gegrillt wird. In jedem dieser Stockwerke spielt eine andere Art von Musik. Man hat also die freie Auswahl, was dazu führt, dass jeder Angst hat, genau am falschen Platz zu sein, weil in einem anderen Stockwerk vielleicht gerade die Post abgeht. So sind die Treppen immer verstopft mit Besuchern, die rauf und runter drängeln. Das Gebäude hatte vorher ebenfalls eine Wurstfabrik beherbergt und viele Überbleibsel des Vorbesitzers erinnern noch daran. Fleischverarbeitende Gerätschaften wurden mühelos integriert in die bizarre Inneneinrichtung. Wie jeder Tempel hat auch dieser sein inneres Heiligtum. Wer in diesen Raum hinein will, muss noch einmal eine Gesichtskontrolle passieren. Und jetzt muss man schon etwas ganz Besonderes sein. Highly cool, wie die New Yorker Szene es nennt. Jeder in diesem Raum ist entweder sehr anders oder extrem cool oder aber berühmt. Hier wird auch nicht getanzt, es wird nur einfach die coole Attitüde zur Schau gestellt. Ich habe Deutschland vor 20 Jahren verlassen und bin nach Brasilien gegangen, wo ich in Rio und Sao Paulo auch Nachtclubs hatte. Vor 10 Jahren bin ich dann nach New York gekommen, mit der Absicht, einen Nachtclub zu eröffnen. Jeder in Brasilien hat gesagt, was, du willst einen Nachtclub in New York aufmachen? Bist du verrückt?
Wahrscheinlich bin ich verrückt. Aber irgendwie hat es funktioniert. Aber es hätte niemals funktioniert, wenn ich nicht eine Zeit lang in Brasilien gewesen wäre. Warum? New York ist eine Bananenrepublik, genau wie die dort unten. Es ist korrupt, du kannst alle kaufen, es ist schlüpfrig, es ist schleimig, es ist verwirrend mit einer Menge an Bürokratie. Es ist einfach eine Bananenrepublik. Ich fühlte mich, als sei ich wieder in Brasilien. Wie Rudolf es auch macht, er schafft es immer wieder, in New York genau den Club aufzumachen, der dann auch ankommt, selbst wenn die Leute dazu in den Meat District kommen müssen. So wird sogar eine ekelhafte Gegend interessant, attraktiv und romantisiert, weil es etwas Neues ist. Und es ist nicht leicht, den verwöhnten New Yorkern immer wieder etwas Neues und anderes anzubieten. Mars ist also der Platz, wo man hingeht, für den Augenblick jedenfalls. Schon in einem halben Jahr wird Rudolf sich wieder etwas einfallen lassen müssen. Denn dann wird sein verwöhntes Publikum genau das langweilen, was es heute als aufregend empfindet. Die Romantik des Meat Districts. 7:44 Uhr, 16 Minuten vor 8. São Paulo, Rio, New York, Berlin. Kennen Sie übrigens die Nationalhymne? Naja, genau genommen müsste man ja, bevor man diese Frage überhaupt stellt, erstmal klären, von wo aus Sie uns zuschauen, beziehungsweise welche Hymne hier eigentlich gemeint ist. Eins jedenfalls dürfte nach unserer nicht ganz ernstzunehmenden Umfrage inzwischen feststehen. Mit dem Text hapert's hüben und drüben. Einigkeit und Recht und Freiheit. Welche Hymne singen wir heute und welche morgen? Heißt es nun Einigkeit und Recht und Freiheit? Oder gar auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland? Mein Gott, das letzte war die Hymne der DDR. Eigentlich ist sie verboten, zumindest der Text. Weil Deutschland, einig Vaterland, doch drüben nichts gilt. Also, welche Hymne singen wir jetzt? In der Schule, da hat man sie uns beigebracht. Mit Grauen haben wir die gesungen. Aber der Text ist doch gar nicht schlecht. Nein, wenn man das richtig betrachtet, ist der Text ist richtig. Es geht ja um einig Deutschland, nicht? Und das wollen wir mal haben. Welche würden Sie denn lieber singen? Ich würde eine neue singen wollen. Ja? Ja, also den ganzen Text kann ich nicht, aber aufstehen tue ich auf jeden Fall. Ja. Die Deutschen haben nun 2 Nationalhymnen. Ne? Kennen Sie Ihre Nationalhymne noch? Ja, ein Stückchen. Ja. Ich habe nie so ganz so richtig mehr, aber ein Stück kenne ich schon. Können Sie sich noch an Passagen des Textes erinnern? Ja. Oh Gott. Und welche singen Sie denn? Im Augenblick gar keine. Warum nicht? Na, weil der Text ja nicht ganz stimmt. Der erste, und wenn wir, ne, im Augenblick singen wir die Melodie nicht. Ja. Singen wir nur die Melodie, nicht am Text. Ja. Bei uns wissen nämlich auch viele nicht, wie es geht. Das merkt man, wenn Großveranstaltungen sind. Wir müssen ja auch alle Handzettel haben. Ne? Auch wenn ich unsere Politiker sehe, dann sagen sie immer, wir sollen das singen. Die Leute sollen es singen und sie selber stehen da oben, bewegen die Lippen und dann sind das geht vollkommen asynchron. Ne? Also ich meine, die sollen erst mal selber lernen und dann sollen sie uns das sagen, wie wir singen sollen. Wir können es nämlich. Also ich kann sie nicht. Sie können sie nicht? Nee. Warum nicht? Weil wir nur Karnevalslieder singen. Wir singen nur Karnevalslieder. Wir singen nur Karnevalslieder. Wir können nur singen, wir lassen den Dom in Köln. Das ist unsere Das können wir. Nationalhymne. 2 Hymnen, davon habe ich noch keins gehört. Nein. Wir singen immer unser Lied, unser Wuppertaler Lied. Und wenn ich Sie jetzt bitten würde, ein Stück zu singen von der Hymne, würden Sie das bringen? Ja. Karnevalisten haben das drauf. Wie fängt das immer an? Einigkeit und Nein, Recht unser und Karnevalslied. Er meinte die Hymne. Nationalhymne. Ach so. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Reicht das? Als Mittwoch das Länderspiel war, Deutschland gegen Wales und da das ganze Stadion mitgesungen hat, das war doch toll. Ich finde, was einem sofort ins Auge sticht, das ist Einigkeit und Recht und Freiheit und deshalb ist man auch hier. Was war das nochmal? Nationalhymne. Nationalhymne. Oh nee, das tut mir leid. Das weiß ich jetzt gar nicht. Und Sie? Doch, Sie können das, ne? So ein Stück bloß mal ansingen. Auferstanden aus Ruinen. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Ja. Lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Singen Sie Ihre Nationalhymne?
Und wenn ich Lust habe, in Bette, aber sonst nicht. Wann singen Sie denn die? Wann haben Sie denn Lust? In Bette! In Bette? Ja. Und warum gerade in Bette? In Bette, weil es schöne Musik ist in Bette. Hm? Ja. Also, welche Hymne singen wir nun? Brauchen wir etwa eine neue oder machen wir aus zwei in eine? Gedanken sind gefragt. Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Und zum guten Schluss ein völlig unernst gemeinter Vorschlag. Na sehen Sie! Frau Dickow sehen Sie hier bei der Arbeit. Sie ist Friseurmeisterin aus Spandau und auch Weltpokal- und Europapokal-Inhaberin. Und sie steckt hier gerade eine Abendfrisur. Woraus sind denn diese komischen Röllchen, die Sie da... Die Röllchen sind auch aus Haare, aus Echthaare. Und die habe ich über eine Papprolle mit unseren Take-Off und unseren Lacken, die wir jetzt zur Verfügung haben, habe ich die ganz steif gemacht. Habe die Rolle hinterher rausgeschoben, was schwierig war, dass mir die Haare daran nicht kleben geblieben sind. Aber der Effekt ist jetzt da, dass eben diese großen Lackrollen sind. Die wollte ich gerne zu dieser Frisur haben. Das ist jetzt eine Abendfrisur, ne? Nicole, wie gefällt Ihnen die? Prima, originell. Ist die zweite heute Morgen. Welches besser? Die mit dem Zopf. Sicherlich nicht immer, aber bei so leichten Schmerzen, zum Beispiel bei grippalen Effekten oder bei normalen Kopfschmerzen, da kann man sich das wirklich wegakupunktieren. Man kann sagen, dass wir weltweit uns sehr große Erfolge haben bei Migräne, bei Kopfschmerzen, bei rheumatischen Beschwerden, sogar schon mit Schwellungen der Gelenke, die zurückgehen. Bei Rückenschmerzen, arteriellen Durchblutungsstörungen, Verkrampfungen, Verspannungen setzt ziemlich schnell eine große Schmerzlinderung ein, was ja auch, wo Herr Dr. Wessinger mit Sicherheit Stellung zu nehmen will, an der Universität in Los Angeles durch eine große Studie jetzt festgestellt worden ist. Ja, da kommen wir gleich zu. Also wenn ich Bauchschmerzen habe und da deutet sich ein Blinddarmdurchbruch an, ist das sicherlich nicht ein probates Mittel, das ist ganz klar. Ich würde bei unklaren Beschwerden natürlich dazu raten, den Arzt aufzusuchen. Der muss erst die Diagnose stellen. Ist klar. Es geht uns mehr um die chronischen Schmerzpatienten. Ja. Die wissen, was sie haben. Und chronische Schmerzpatienten, Sie haben gerade ein typisches Beispiel hier angesprochen, sind die Migränepatienten. Was ist das für eine Untersuchung da in Amerika? Ja, an der Universität von Los Angeles, UCLA kennt man ja, wurde eine Untersuchung durchgeführt, bei welcher diese Effekte, die wir aus vielen klinischen Erprobungen kennen, auch wissenschaftlich nachgewiesen wurden. Da nutzt man dann zum Beispiel einen sogenannten Placebo-Roller, das heißt, man behandelt die Patienten mit Besuch in die Bundesrepublik Deutschland. Und es scheint sich etwas Neues eingebürgert zu haben, nämlich die Umfrage unter DDR-Bürgern zu allen Themen, vorrangig natürlich zu der Frage Wiedervereinigung, ja oder nein. Von den Wickert-Instituten begrüße ich jetzt bei uns wieder einmal ganz herzlich Günter Wickert. Herr Wickert, guten Morgen, herzlich willkommen. Ist das etwas Neues, das sich jetzt eingebürgert hat, sage ich mal, seit die Grenzen geöffnet wurden, die Umfrage unter DDR-Bürgern, oder gab es das schon immer? Es gab eigentlich diese Umfragen schon immer. Seit Gründung unserer Institute 1951 machen wir solche Umfragen, nur natürlich mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad. Es hat Jahre gegeben, da konnte man kaum drüben Umfragen machen. Es gab natürlich in letzter Zeit einen großen Schub nach vorn, da war das möglich geworden. Wie wurden, Herr Wickert, denn die Umfragen gemacht, bevor die Grenzen geöffnet wurden? Man hat entweder Besucher gefragt, wenn sie hier waren, oder man hat Mitarbeiter durch die DDR geschickt. Wir hatten Mitarbeiter in der DDR, die Fragebogen ausgefüllt haben. Es gab die verschiedensten Möglichkeiten. Und 1977 gab es auch die Möglichkeit, dass man, als der Telefon-Selbsthilfeverkehr zum ersten Mal durchgeführt wurde oder möglich war in verschiedenen Gebieten, verschiedenen Bezirken der DDR, da hat man dann zum ersten Mal telefonische Umfragen gemacht. Aber Hand aufs Herz, Herr Wickert, so ganz sicher war man sich zu der Zeit wahrscheinlich nicht, ob diese Umfragen denn nur wirklich echt sind, denn es hat sich ja bis vor einigen Wochen haben sich nur wenige getraut, offene Antworten zu geben. Das ist richtig. Wir haben auch damals nie von repräsentativen Umfragen gesprochen. Wir haben das so schön
formuliert mit quasi repräsentativ, was allerdings heißt, dass die Unschärfe nicht riesig ist. Sie ist eben nur größer als bei uns. Ja. Wir rechnen mit Abweichungen im Bundesgebiet, und das gilt auch weltweit eigentlich für alle anderen Länder, mit plus minus 1,5 bis 2% maximal. Und in der DDR sind diese Unschärfen natürlich größer, aber sie betragen derzeit bei Umfragen in der DDR auch nicht mehr als 4 bis 5%. Nach welchen Kriterien werden denn die DDR-Bürger ausgesucht, denen die Fragen gestellt werden? Das Prinzip ist immer das gleiche. Man muss eine Stichprobe befragen, die modellhaft die Gesamtheit verkörpert. Das heißt also, es muss nach Altersgruppen, nach Berufsgruppen, vor allen Dingen aber nach den Regionen, nach der Bevölkerungsdichte, muss genau quotiert werden. Und das ist der Maßstab bei allen Umfragen. Man kann bei solchen Umfragen in der DDR leider nicht auf sehr verlässliches statistisches Material zurückgreifen, weil wir den Eindruck haben inzwischen, dass auch hier die Statistiker in der DDR nicht immer so ganz frei waren in der Veröffentlichung ihrer Daten. Wir haben uns eigene Grundlagen schaffen müssen, aber im Wesentlichen ist es so, es muss eine Stichprobe sein und diese Stichprobe muss zufällig gebildet sein. Sie darf nicht abhängig sein davon, dass jemand sich befragen lassen möchte, sondern er muss gewählt werden von uns. Ja, Statistiker der DDR heißt Behörde. Da ergibt sich für mich die Frage, inwieweit arbeiten Meinungsforschungsinstitute wie zum Beispiel das Wickert-Institut oder andere mit den Behörden der DDR zusammen? Wenn Sie sagen, vor Jahren schon waren Mitarbeiter Ihres Instituts unterwegs,